Hey everyone! So, after the daily shots from my Inktober doodle attempt, it is now time to show you another flea market visit again, I guess. If you want to skip some parts of the video, just have a look at the timestamps in the description. Ja, so gut wie. Hallo. Oh! Ja, das passt ja gut. Sie spricht. Das hat ja gut gepasst, ey. Ja, genau. Klasse. Morgen. Morgen. Wie viel möchtet ihr denn für den Gameboy? 70. Funktionstüchtig mit Spiel. Okay. Welches Spiel ist denn drin? Welche sind das? Super Mario. Ja, ne? Ah, okay. Ja. Okay. Aber funktioniert noch. Alles drin. Okay, danke. Bitte schön. This Barbie board game seemed to be quite interesting to me. The box and the cards were a little bit damaged, and I don't collect Barbie specifically, so I left it behind. Well, I also couldn't find the seller anywhere. That's why I don't know how much they wanted for it. Nevertheless, I think the idea behind this game is quite nice. I think dolls can be very beautiful and very interesting to me, but on the other hand, some designs can feel a little bit disturbing or very funny in my eyes. I know, every design has their value and their fandom, so I don't judge here. I'm just having fun. So, as I discovered these dolls, one of them with their facial expression reminded me very much of the cartoon characters Beavis and Butthead. If you don't know who they are, they look like this. I personally think this doll could be a relative to them. Well, I think that's funny. Ja. Das müsste Murano sein, oder nicht? Ja. Meine ich doch. At first, I was interested in this Care Bears DVD box, but since it was just a bundle of the third and fourth DVDs from a collection, I didn't take them home. Total schön. Was hast du denn? Ach so, diese zwei Wandhalter. Wie viel möchten Sie denn für so eine Puppe haben? Bitte? Wie viel möchten Sie denn dafür? Da gehört noch was zu. Und wie gesehen haben, das gehört so zusammen. Ach so, okay, Das ist einzeln würden Sie es dieses nicht komische verkaufen. Papier. Nee, weil das ja zusammengehört. Ja gut, okay, danke. Bitte. Aber aus Interesse, wie viel hätten Sie dafür? Möchten Sie gerne dafür? 5 Euro? Muss ich doch nochmal gucken.
Das ist der absolute Gag für Kinder. Im Garten verstecken. Was möchten Sie hierfür haben? 50 Cent. Das siehst du auch. Kostet auch 1 Euro. Ich hoffe. Kannst du mir überlegen. Ich finde das schön. Für 12 würde ich das schön. Ja, die Sonne ist gut. Da siehst du gar nichts, was auf den Ständen ist. Oder wie machen wir es, wenn jemand das aus, der muss auch abgeholt werden. Selbst die Tische sind schon verwendet. Wie viel möchten Sie dafür? Wie viel möchtest du dafür? 55. 5,50? 5,50 €? Nein, das wäre geil, ne? Ja. Dann würde ich es auch sofort, dann würde ich es nochmal kaufen. Wie langwierig der ist. Der ist überall beweglich. Die Elefanten. Ich bin schon ein bisschen davon fasziniert. Moment, ich stelle die mal hier wieder. Eigentlich können die laufen mit den Dingern hier. Wenn man sich damit auskennt, ne? Ja, der hängt her, der hängt. Ja, das ist schwierig, diese Dinger auf Dauer. Ich habe die oben geknotet, dass die dann, dass man die wieder auseinander kriegt. Zähne schon super günstig. Die Dinger kosten 50 bis 100 Euro. Das war, also, wir müssen ja wenigstens 12,50 € für die Stadt hier. This alien, though, it is wearing a sombrero, it makes a smoking gesture, and it has some shady green leaves on its forehead. Well, maybe this also could be a normal person who just smoked a lot in their life, but anyways, I thought it is so random that something like this has been sold there. Morgen. Wie viel möchtest du für den Furby? Oh, er ist ja wach. Ups. Jetzt habe ich ihn geweckt. Ona jedna se Mamo, ovdje. Ovdje sam diese Kippen, die Suche. Tu, dai, izotek jest. Kartonschuh. Ja. Oder was ich genau Wie spricht ihr? Das ist ja verrückt. Nicht schlecht. Aber ja klar, du hast recht, wenn man den Frontside sozusagen rausgeht, der Rock'n'Roll, kannst du das nicht tun, die Techniken, weil du ja genauso... Nee.
Hallo. Hallo. Wie viel möchten Sie denn für eine Pokémon-Karte? Hier ist unterschiedlich die Preise. Wir haben da welche drin, dann haben wir hier welche für 1 Euro. Kannst mal durchschauen, wenn du möchtest. Wie viel willst du dafür? 8 Euro für die. Was habe ich denn sonst noch? Und für die hier? Die kostet 20. Oh, okay, ja, das Sonst ist noch leider zu viel für mich. Mewtwo. Ja, ich sag ja, ne, was du da nicht denkst. Ich habe so eine Witwe habe ich noch als klein, da sind so Tiger drauf. Die hatte mal die Oma von mir, die hatte die mal Kiana noch. Die ist immer noch so in den Dings, weil die einfach dick und nachlassen nicht. Ne? Ja, guck mal, die hat ja. Das muss man einfach nächstes Mal irgendwie dran denken, dass man sowas mitnimmt, wenn man sowas hat. Ne? Genau, erstmal. Ja. Also die Puppensachen stehen ja alle auf dem Zettel, ne? Ja. Hallo. Cool, ich denke, ihr habt ein schönes Reich, ne? Da vorne, aber da ist halt eine richtige Batterie und alles drin. Da ist auch schon das da. Also hier. Ja. Das ist halt so ein Teil und dann ist ein Helm dabei. Ich denke, Und da gibt es halt noch so Autos, aber das wird man dann halt. außerdem ist euch ja was einfallen. Also 1 Euro. Aber auch noch nicht. Die lustige Gesellschaft für 5 Euro. Alle zusammen? Alle zusammen. Alle zusammen? Echt? 5 Euro. Das ist ja ein krasser Preis. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Nichts aufpassen. Boah. Ja, ich helfe gerne. Ich helfe gerne. Brauche ich sowas? Viel Spaß. Ja, danke. Danke.
Ich weiß noch nicht. Ich meine, es sind... Das ist zu schade eigentlich. Ja. Harlequins und Clowns, ne? Aber Und so, hier, und erinnert mich so ein bisschen an Charlie Chaplin. Aber wie kommt man an sowas? Gesammelt, Also wo ne? kommen die so her und so? Ja, gesammelt und dann, Wahnsinn. ja. Ganz schön schwer. Was ist da so drin? Ich sag, die lustige Gesellschaft für 5 Euro. Gebe ich sie ab. Da ist so Sand drin, ne? Was sie da gerade so hatten. Dass die schön auch sitzen bleiben können, ne? Mhm. Und so, Ja, Wahnsinn. Auch die hier so hängen? Also Die können sie ins Fenster hängen, die können sie so in den Raum reinhängen, ne? 5 Euro. Also, 5 Euro, alles komplett. Hier ist sogar noch ein Puppenständer. Ne? Ja, ich glaube, da kann ich nicht Nein sagen. Ja, möchten Sie sie haben? Ich glaube, Pack sie ja. Ihnen ein. Ja. Haben Sie hierfür zufällig einen Schlüssel noch? Schlüssel habe ich nicht mehr, nee, der ist irgendwie, aber eigentlich passen da alle, ne, denke ich mir. Ich habe ne, gar wenn man- keinen Schlüssel. Ja, also, oder im Spielzeuggeschäft mal fragen, ob die so Ersatzschlüssel haben. Ne. wie viel War soll der? gerade auch eine Frau, die sagte, oh, wo ist der Schlüssel? Ne? Wie viel kostet der? 20 Cent, wenn er keinen Schlüssel hat. Und das hier? 1 Euro. So, ich hätte jetzt gesagt, beides zusammen 50 Cent. Ja gut. Ja, okay. Dann machen Ja, danke schön. wir. Ich bedanke mich auch. Funktioniert diese Lampe noch? Ja. Ja, die funktioniert. Was wollen Sie dafür? 100 bitte? Und wie viel? 5 Euro. Ja, danke schön. Ja. Sollen wir sie rausnehmen? Ich finde sie schon klasse, aber tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob sie bei mir rein. Ja, das dürfen Sie natürlich Oh sehen. ja. Ach, Ist richtig Messing alles. Ne? Kannst du dir ja mal rausholen. nein, ist alles gut, keine Umstände. Ich glaube, ich lasse sie doch. Umstände macht das nicht, ich bin den ganzen Tag hier. Also die Lampe, die hat immer gute Dienste getan, ist aber ersetzt worden mit einer anderen Lampe. Nimmst du das mal gerade mit? Ich meine, wenn du sagst, ich nehme die für 3 Euro, dann nimmst du für 3 Euro. Das ist ja wurscht. Hauptsache, die sind wirklich in Ordnung. Ne? Kann man dafür noch eine Glühbirne bekommen? Ja, Ja? also ich bitte dich. Guck mal hier. Achso, ist das sogar eine ganze Menge? Ja, okay. Das ist jetzt nur, damals kamen die auf, da diese Halogenlampen hier mit weniger Watt, ne? Aber du kannst da, die ist ganz normal, ne? Da kannst du so mit einer kleinen Fassung. Und da gibt es sogar welche jetzt als LEDs, die man da reinmachen kann. Ne? Gestern habe ich noch so eine ausgewechselt. Also das funktioniert schon wirklich. Oder nicht? Für Sag irgendeinen Preis, wir handeln doch hier. Wir sind doch hier keine große. 2 nehme ich sie. Ja, dann nimmst du sie für 2. Dann nehme ich sie für 2 mit. Dominik, jetzt musst du leider meine Tasche tragen. Nimmst du sie für 2 mit? Ja. Weißt du, das ist so, ne? Ich bin ja ein bisschen älter wie du, das heißt, ich habe schon ganz viel gesammelt in meinem Leben und ich muss manchmal ein bisschen was loswerden. Ja. Aber das geht trotzdem alles. Fängt deine Sammeln damit an. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, genau. Wenn du dann so alt bist wie ich, dann musst du ja auch am Trödelmarkt gehen. Gell? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich finde das auch immer. Ich habe früher als Student habe ich mir meinen ganzen Krempel auch auf dem Trödelmarkt gekauft. Ne? Da gab es auch noch Obstkisten. Mein erstes Regal war aus Jaffa-Möbel. Ach, auch nicht schlecht. Ja, danke schön. Ja, okay. Sonst, wenn du noch irgendwie eine Deko brauchst, kriegst du auch noch mit. Weißt du was, ich gebe dir noch was mit. Okay.
Das sind alte Teakholzschalen, die kriegst du einfach das ist ja dazu toll. als Beigabe. Dankeschön, das ist echt lieb. Weil wir wollen ja die Sachen loswerden. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Danke. Ja. So, hallo. Ich bin hier. Jetzt können wir die lustige Gesellschaft mitnehmen. Die lustige Gesellschaft. Genau. Okay. Nichts Schlimmes. Aha, oh ja. Ja, das musst du jetzt tragen. Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Viel Spaß. Danke. Dankeschön. Tschüss. This flea market was so nice. There were so many lovely and nice and friendly people. I was a little bit overwhelmed by that. So in total I got 3 bags full of stuff and a whole metal basket full of clown dolls. Most of my purchases here were very spontaneous. Normally I wouldn't have bought clowns, and especially not that many. But for €5, I really couldn't say no to this, so I just gave it a try. To be honest, I was a little bit overwhelmed by this amount. And clowns are a little bit, special in their design. These typical clowns with their red noses and their hair and the bright colors make me feel a little bit uncomfortable. But these who look a little bit more settled down in their colors and with more detailed facial expressions are kind of cool looking, I think. Well, in the first part of this haul, I'm just going to show you all the clowns and harlequins in detail, and in the second part, I'll show you everything that is not clown related that I purchased. So if you just want to watch that, you can skip to the timestamp that is written down in the description. I want to mention that I decided to not keep these dolls. Although I think some of them match my aesthetic, as I mentioned, I didn't keep any of them. But I loved to get a look at all these designs and get to know some of them existed in the first place. But if I started to collect more and more different stuff, I think I end up really stuffing the house more than I want to. But yeah, just know that all of them have already found a new home where they are appreciated more than if they stayed with me. Nevertheless, I wanted to show all of them to you anyways.
So, putting the clowns aside, I have also purchased these pretty clear stamps. They are incredibly detailed. Some are Christmas related and the others are nature themed. Butterflies and plants arranged in a mandala form and some ornaments. I got all of them for just €1.50. My next purchase was this Monster High set of Claudine. It is a playset with a couch and a selling area of a cafe. There are also all these little detail editions which represent some coffee or other stuff to drink, a tiny pet-like creature, a table, a chair and the doll. Their hair is a little bit tangled, but they wear most of their accessories and clothing as it seems. I almost left them behind because I don't actually want to start collecting the playsets as well. They take a lot of space, so I actually planned to be quite picky according to these. But for €5 I bought it anyways. These two things are a metal or a tin frog, which requires a key and a stuffed keychain from the brand Rebella, which I must admit reminds me a little bit of Emily the Strange. Well, I like its strange design. I mean, it is an owl with a monobrow and button eyes. Who wouldn't love that? And the metal or tin frog seems to be from the 70s or even the 60s, and yeah, if I had a key,
it might be able to jump around. And this tiny miniature shopping arrangement, if you want to call it like that, is from a brand that is called Brambley Hedge and has been produced in the late 80s. I like mini things, and it is even better if they look like they are in good condition and of good quality. So I took it with me. And then this lamp. The seller was so nice and friendly. The price of €2 we ended up haggling was just symbolic. You could tell he just wanted to part with his belongings without earning much. But in that situation, I was just thinking if I really needed this lamp, that I didn't even realize how extremely cheap he made it for me. He even gave me a wooden bowl just for free on top of it. So sometimes you just find this kind of really nice and really friendly people that have the ability to brighten up someone's day by kindness. Well, the same with the clowns. The seller of these was so nice and friendly as well. And sometimes I forget how nice people can be, so I want to mention that these encounters have warmed my heart, and I'm thankful for that. Yeah, and okay, the last purchase I got at this flea market is this wooden elephant puppet. The seller said that she made a knot in the strings, so you would be able to detangle everything easier. To be honest, I don't get the logic behind that thought, but I managed to detangle it anyways. And it was not easy to be said. The elephant has a little bit of weight to it, and the knot was quite tight, so yeah. These elephants seem to be some kind of a tourist souvenir, I assume. Well, at least I have seen them quite a lot at flea markets. Yeah, and this is how the elephant moves. So that's it for this video. I hope you liked what you've seen, and till the next one.